Ein Mann beschließt, seine Eltern nicht zu seiner Abschlussfeier einzuladen, weil er sich für ihre bescheidene Lebensweise schämt. Erfahre, was das Schicksal für ihn am Ende dieser bewegenden Geschichte bereithält. Sams Eltern waren stets einfache Leute und widmeten ihr Leben der Aufgabe, ihrem Sohn die bestmöglichen Chancen zu bieten. Sie lebten in einer kleinen, ruhigen Stadt. Sams Vater Benjamin arbeitete auf dem Feld, wie die meisten Männer in dieser Region. Er sorgte stets dafür, dass es seiner Frau Ava und seinem Sohn Sam an nichts fehlte. Ava, Sams Mutter, war Hausfrau und vollkommen zufrieden mit dem Leben, das sie führten. Trotz der Einfachheit herrschte in diesem Zuhause unbeschwerte Freude. Die Familie war sehr eng verbunden und wann immer es möglich war, unternahmen sie Dinge gemeinsam. Sam besuchte dank eines Stipendiums eine Privatschule in der Stadt. In dieser Schule kamen die meisten Schüler aus wohlhabenden Familien, die sich all das leisten konnten, was Geld kaufen kann. Als Sam älter wurde, begann er mit seinem einfachen Leben unzufrieden zu sein. Er träumte von einer wohlhabenderen und ehrgeizigeren Zukunft. Als der Tag seiner Abschlussfeier näher rückte, wuchs in Sam der Wunsch, Arzt zu werden, da er glaubte, dass dieser Beruf ihm Reichtum bringen würde. Als seine Eltern von seinem Traum erfuhren, taten sie alles, um ihn zu unterstützen. Doch Sam erhielt kein Stipendium für die Universität, da seine Noten nicht ausreichten, um einen Platz zu sichern. Die Universität lag in einer weit entfernten Stadt und hätte täglich lange Pendelzeiten bedeutet. Nach einem offenen Gespräch beschlossen Benjamin und Ava, in die Stadt zu ziehen, in der sich die Universität befand, in der Hoffnung, dort Arbeit zu finden, um Sams Studium zu finanzieren. Sie waren fest davon überzeugt, dass Sam, wenn er seinen Traum verwirklichen würde, ein angesehener Arzt werden und sein Wissen nutzen würde, um den Bedürftigen zu helfen. Trotz aller Schwierigkeiten zögerten sie nicht, ihr Leben umzukrempeln und jedes Opfer zu bringen, um den Erfolg ihres Sohnes zu sehen. In der neuen Stadt mieteten sie ein einfaches Haus in einem bescheidenen Viertel, etwa eine Stunde von der Universität entfernt. Benjamin gab seine Ersparnisse für ein älteres Auto aus und begann als Taxifahrer zu arbeiten, während Ava eine Anstellung als Näherin fand. Gemeinsam sicherten sie die Zahlung der Studiengebühren. Sam teilte seine Zeit zwischen Studium und einem Teilzeitjob an einer Tankstelle in der Nähe auf. Doch das Geld, das er verdiente, gab er für Partys und Vergnügungen aus. Als sein Vater nach dem Verbleib des Geldes fragte, rechtfertigte Sam sich damit, dass er nach all dem Lernen Entspannung brauche. Verständnisvoll verdoppelten seine Eltern ihre Anstrengungen, stolz auf den Sohn, von dem sie glaubten, dass er auf dem Weg zu einer vielversprechenden Zukunft sei. An der Universität lernte Sam Martha kennen, eine junge Frau aus reichem Hause, deren Vater ein angesehener und erfolgreicher Arzt in der Stadt war. Fasziniert von Marthas Lebensstil, näherte Sam sich ihr entschlossen an, sie zu erobern. Schon bald wurden sie ein Paar. Marthas Vater sah in Sam einen fleißigen jungen Mann mit großem Potenzial und bot ihm ein Praktikum in seiner Praxis an, wobei er ihm Unterstützung für seine Karriere versprach. Mit dieser Gelegenheit wuchs Sams Verlangen nach Reichtum und Erfolg nur noch mehr und beeinflusste sein Verhalten auf fragwürdige Weise. Während Sam ein komfortables Leben genoss und in seiner Ausbildung voranschritt, arbeiteten seine Eltern Tag für Tag unermüdlich und träumten von dem Moment, an dem sie ihren Sohn als Absolventen sehen und stolz in ihre kleine Heimatstadt bringen würden. Obwohl Sam an Partys und gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnahm, nahm er seine Eltern nie mit und hielt sie von seinem neuen Leben fern. Als die Abschlussfeier näher rückte, nähte Ava einen besonderen Anzug für Sam und bewahrte ihn liebevoll auf. Sie fertigte auch ein wunderschönes Kleid für sich selbst und einen eleganten Anzug für Benjamin an, voller Vorfreude auf den großen Tag. Als sie Sam nach dem Datum der Abschlussfeier fragten, antwortete er nur vage, dass es bald soweit sei, ohne den genauen Tag zu nennen. Doch in Wahrheit plante er etwas, womit seine Eltern niemals gerechnet hätten. Am Tag der Feier verließ Sam das Haus vor Sonnenaufgang, nahm den von seiner Mutter genähten Anzug mit und sagte seinen Eltern kein Wort. Als Benjamin und Ava aufwachten, waren sie überrascht, dass Sam nicht da war, machten sich jedoch keine Sorgen, da sie ihrem Sohn voll und ganz vertrauten.
Sie ahnten nicht, dass dies nur der Anfang einer schmerzhaften Enthüllung war. Benjamin arbeitete den ganzen Tag wie gewohnt. Am Abend erfuhr er von einem Fahrgast, den er in Eile transportierte, dass die Abschlussfeier seines Sohnes an genau diesem Abend stattfinden würde. Der Fahrgast erwähnte, dass er auf dem Weg zur Abschlussfeier seines Sohnes sei, der an derselben Universität wie Sam studierte. Erstaunt erzählte Benjamin, dass sein eigener Sohn dort studierte, jedoch glaubte er, dass die Abschlussfeier erst in einigen Wochen stattfinden würde. Als er den Namen der Universität hörte, war Benjamin fassungslos. Zu Hause erzählte er alles Ava, die ebenso geschockt war. Ungläubig sagte Ava, dass Sam niemals etwas so Wichtiges verheimlichen würde, doch Benjamin bestand darauf, dass sie zur Feier gehen sollten, um herauszufinden, was los war. Ohne Zeit zu verlieren, machten sie sich fertig und fuhren zum Veranstaltungsort. Auf dem Weg dorthin überkam sie ein Gefühl der Beklemmung, unfähig zu begreifen, warum ihr Sohn sie im Dunkeln gelassen hatte. Als sie an dem prunkvollen Festsaal ankamen, waren sie überwältigt von der Eleganz der Veranstaltung. An der Rezeption gaben sie an, dass sie zur Abschlussfeier ihres Sohnes gekommen seien. Der Empfangschef suchte nach ihren Namen auf der Gästeliste, konnte jedoch nichts finden. Mit einem peinlich berührten Blick sagte er: „Es tut mir leid, aber Ihre Namen stehen nicht auf der Gästeliste." Sams Vater, völlig verwirrt, fragte: „Aber wie kann das sein? Ist das nicht die Abschlussfeier des Medizinstudiums?" Der Empfangsmitarbeiter bestätigte es und Benjamin, zunehmend beunruhigt, bat darum, seinen Sohn zu rufen, da er fest davon überzeugt war, dass es sich um ein Missverständnis handeln musste. Als der Mitarbeiter Sam fand und ihm mitteilte, dass seine Eltern am Eingang warteten, reagierte Sam überrascht: „Das kann nicht sein. Meine Eltern leben in einem anderen Bundesstaat und konnten nicht zur Abschlussfeier kommen, weil sie beschäftigt sind." Der Empfangsmitarbeiter kehrte zurück, um dem Paar diese Nachricht zu überbringen. Doch Sam ahnte nicht, dass Martha, seine Freundin, das gesamte Gespräch mit angehört hatte. Neugierig ging sie zur Rezeption, um zu erfahren, was vor sich ging. Dort hörte sie, wie der Mitarbeiter genau das wiederholte, was Sam über seine Eltern gesagt hatte. Fassungslos tauschten Benjamin und Ava tränenreiche Blicke aus, bevor sie sich umdrehten, um zu gehen. Doch bevor sie den Saal verließen, hörten sie eine Stimme, die sie rief. Es war Martha, die auf sie zukam, um zu verstehen, was geschehen war. Im Gespräch erklärte Martha, dass sie Sams Freundin sei und schon lange seine Eltern kennenlernen wollte. Doch Sam hatte ihr immer gesagt, dass sie sehr beschäftigt seien und weit weg wohnten. Überrascht erzählten Benjamin und Ava die ganze Wahrheit. Sie berichteten von all den Opfern, die sie gebracht hatten, seit sie ihre Heimatstadt verlassen hatten, um Sams Traum zu unterstützen. Als Martha die Geschichte hörte, war sie schockiert und erkannte, dass der Mann, den sie bewundert hatte, in Wirklichkeit jemand ohne Anstand war. Tief betroffen kehrte Martha zur Feier zurück und erzählte alles ihrem Vater. Sie beschlossen, Sam an diesem Abend nicht zur Rede zu stellen, um die Feier der Absolventen nicht zu ruinieren. Doch beide waren zutiefst enttäuscht und empört über Sams Verhalten. Währenddessen kehrten Sams Eltern gebrochenen Herzens nach Hause zurück. Sie konnten nicht glauben, dass ihr Sohn sie so verraten und ihre Liebe und Aufopferung mit solcher Undankbarkeit erwidert hatte. Das bedingungslose Vertrauen und die Hingabe, die sie ihm geschenkt hatten, schienen verschwendet zu sein. Sie fühlten sich verraten, weil sie so viele Opfer gebracht hatten, nur um mit Verachtung belohnt zu werden. Sie kamen zu dem Schluss, dass, wenn Sam in der Lage war, seine eigenen Eltern so zu behandeln, er kaum in der Lage sein würde, seinen zukünftigen Patienten mit Respekt und Mitgefühl zu begegnen. Noch in derselben Nacht trafen sie die schwere Entscheidung, die Stadt zu verlassen und das schmerzvolle Kapitel ihres Lebens hinter sich zu lassen. Tief verletzt packten sie ihre Sachen und verließen noch in den frühen Morgenstunden die Stadt, um in ihre kleine Heimatstadt zurückzukehren. Trauer erfüllte ihre Herzen, während sie versuchten zu begreifen, warum ihr eigener Sohn ihnen so kalt und herzlos begegnet war. Als Sam im Morgengrauen nach Hause kam, bemerkte er, dass seine Eltern fort waren. In diesem Moment wurde ihm klar, welches Leid er ihnen zugefügt hatte.
Trotzdem war Sam überzeugt, dass sich mit der Zeit alles von selbst klären würde, ohne zu ahnen, dass das Leben ihm schon bald eine bittere Lektion erteilen würde. In dem Glauben, dass er sein Leben einfach so weiterführen könnte, als wäre nichts geschehen, rief er Martha an, um ein Treffen zu vereinbaren. Doch zu seiner Überraschung antwortete Martha, dass ihr Vater mit ihm sprechen wolle. Sam ging zu Marthas Haus, doch als er ankam, erwartete ihn ihr Vater mit ernster Miene. Ohne Umschweife sagte er ihm, dass er von allem erfahren hatte, was Sam seinen Eltern angetan hatte, und dass er dieses Verhalten für unverzeihlich hielt. Er fügte hinzu, dass Sam ab sofort in seiner Praxis gekündigt sei. Sam erstarrte, unfähig zu begreifen, was er gerade gehört hatte. Er blickte zu Martha, in der Hoffnung, dass sie ihn verteidigen würde. Doch Martha blieb standhaft. »Es ist vorbei, Sam. Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der so unehrlich ist. Ich habe gesehen, wie gebrochen deine Eltern bei unserer Abschlussfeier waren.« Ohne jegliches Mitgefühl warf Marthas Vater ihn aus seinem Haus. Noch in derselben Nacht verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer unter den Absolventen. Es dauerte nicht lange, bis die ganze Stadt über das Geschehene sprach. Sam, der seinen Ohren nicht trauen wollte, versuchte in anderen Praxen ein Praktikum zu finden, doch niemand wollte ihn einstellen. Ohne Geld für die Miete und ohne Möglichkeit, eine eigene Praxis zu eröffnen, fand er sich allein und ohne Ausweg wieder. Seine Arroganz und sein Egoismus hatten ihn blind gemacht für die Konsequenzen seines Handelns. Am Ende erntete er, was er gesät hatte. Findest du nicht auch? Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.